Prävention soll verhindern, dass Erkrankungen entstehen und voranschreiten. Der Präventionsgedanke beinhaltet aber auch, mit fortschreitendem Alter möglichst lange selbstständig zu bleiben. Hier setzt die Pflegebegutachtung an. Bei pflegebedürftigen Menschen geht es im Kern um den Erhalt ihrer Selbstständigkeit und darum, dass sie möglichst lange in ihrem Zuhause leben können. Außerdem sollen sie natürlich möglichst lange gesund bleiben. Bei den Pflegepersonen hingegen ist es wichtig, Erkrankungen zu verhindern, die durch Pflege entstehen können. Hierzu können Hilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie Folgeerkrankungen verhindern und den Pflegealltag erleichtern. Für Pflegebedürftige ist die Gefahr zu stürzen ein großes Thema. Hilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen sind wichtige Säulen der Sturzprävention, indem sie das Risiko für Stürze reduzieren. Beispielsweise bieten Mobilitätshilfen wie Rollatoren gangunsicheren Menschen Sicherheit und schützen sie so vor Stürzen. Auch im Bereich der Körperpflege können Hilfsmittel wie Dusch- oder Badehilfen eingesetzt werden, um Stürze im Nassbereich zu verhindern. Unsere Gutachterinnen und Gutachter nehmen außerdem das Wohnumfeld der Pflegebedürftigen in den Blick. Gibt es zum Beispiel Treppen, Stufen oder sonstige Stolperfallen? Dann können Wohnraumanpassungen wie Rampen, eine ebenerdige Dusche oder ein Treppenlifter sinnvolle Maßnahmen sein, um Stürze zu vermeiden und die Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen zu erhöhen. Prävention soll auch Folgeerkrankungen verhindern. So werden zum Beispiel Sitz- und Liegehilfen aus Weichlagerungsmaterial präventiv eingesetzt, um Druckgeschwüre zu verhindern und die Haut zu schützen. Unsere Gutachterinnen und Gutachter weisen bei der Pflegebegutachtung unter anderem auf die Möglichkeit eines Pflegetrainings hin. Um pflegende Angehörige zu stärken und einer Überlastung vorzubeugen, bietet MedicProof ein kostenloses Training im Zuhause der versicherten Person an. Die Pflegetrainerinnen und Trainer vermitteln dabei theoretische Grundlagen und deren praktische Umsetzung im Pflegealltag. Das ist eine wichtige Maßnahme der Verhaltensprävention. Darüber hinaus können Hilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen erheblich den Pflegealltag erleichtern. Lifter, Pflegebett oder eine Rampe am Hauseingang entlasten die Pflegeperson und schützen so ihre Gesundheit. Mit einstellbaren Pflegebetten können Pflegende rückenschonend arbeiten und Lifter oder Positionswechselhilfen unterstützen sie beim Umsetzen zum Beispiel vom Pflegebett in den Rollstuhl. Es geht beim Einsatz dieser Hilfsmittel im wahrsten Sinne des Wortes darum, den Pflegepersonen den Rücken zu stärken. Auch Prävention wird immer digitaler. Es finden sich inzwischen erste digitale Produkte im Bereich der Hilfsmittel. Es gibt zum Beispiel ein digitales Hilfsmittel, das Pflegebedürftige an die regelmäßige Medikamenteneinnahme erinnert. Das fördert auf der einen Seite die Selbstständigkeit und wirkt sich auf der anderen Seite präventiv aus, da durch die regelmäßige Medikamenteneinnahme Folgeerkrankungen verhindert werden können. Wir beobachten aber auch, dass die Anzahl solcher digitalen Angebote noch eher überschaubar ist. Insgesamt blicken wir gespannt in die Zukunft, welchen Beitrag die digitale Welt zur Prävention leisten kann.